Was ist nochmal Puls X? Wie nutzt du Puls X? Heute gebe ich dir hier in diesem Video einfach mal alles so mit an die Hand, was du wissen musst, um hier dich auf der Puls X Webseite, aber eben auch in diesem kompletten DeFi-Space hier zurechtzukommen. Viel Spaß beim Gucken und vergiss nicht zu liken und zu abonnieren. Hier ist die ganz normale Puls X Webseite. Jetzt gucken wir uns aber erstmal nochmal ganz andere Sachen an. Und zwar haben wir hier einfach mal DeFi Llama. Hier können wir einmal die Chains bzw. die Protokolle, wie zum Beispiel hier sieht man auch Uniswap. Ne? Wir haben hier zum Beispiel aber eben auch Pulse Chain auf Platz 27, ja, wo hier alle Sachen mit Volume etc. Compared und auch auf einer Rangliste gemacht werden. Wenn wir hier einfach mal gucken, dann sehen wir hier bei dem Total Value Locked, also wie viel Geld insgesamt auf jeder Blockchain drauf ist, sehen wir natürlich Ethereum, Tron, Binance Smart Chain, etc. und sehen hier sogar auf der 10. Stelle Puls. Ja. Hier sieht man auch ganz gut, dass hier noch nicht so mega viele Daten sind, weil Puls halt eben noch so neu ist und so frisch ist. Und wir aber ja nicht mal nach einem Monat, wo die Pulse Chain hier aktiv ist, ist sie schon auf einem höheren Platz als Bitcoin, als Phantom, Kava, Cardano, Algorand, ja, EOS, Cello, also viele andere Sachen, die man auch kennt. Oder Aptos war ja auch irgendwo gerade Near Protocol, was natürlich cool ist, was einfach zeigt, wie funktionsfähig diese gesamte Blockchain ist und dass ja wirklich gut auf was hintersteckt. Ja. Jetzt zeige ich euch hier einmal auf DEX-Tools eine Geschichte, wie ihr hier immer so eine gewisse Übersicht haben könnt. Ihr könnt hier einmal auf All Chains klicken. Ihr könnt das Ganze aber eben dann hier auch auf die Pulse Chain runterbringen. Könnt hier auf dem Pair Explorer zum Beispiel, dann sehen wir hier oben einmal alle Paare, die sozusagen gerade hier am meisten getradet werden, würden wir draufklicken. Ne? So, und wir können zum Beispiel mal auf Puls X klicken. Dann sehen wir hier den Graph und können dann hier dementsprechend einmal gucken. Viele von euch werden es wahrscheinlich schon bemerkt haben. Der Preis ist gerade wirklich gut runtergegangen. Und hier, das ist auf jeden Fall auch nicht der richtige. Ich weiß auch nicht, wieso sie es so komisch anzeigen. Aber ja, aktuell wird der gesamte Markt so richtig krass runtergedrückt, beziehungsweise wurde der Markt krass runtergedrückt von den SEC-Nachrichten etc., was natürlich auch hier heißt, dass, wie man hier auch sieht, dass viele Leute verkaufen. Wenn man hier einfach mal guckt, hier kann man jede Kauf- und jede Verkauforder sehen. Ne, grün kaufen, rot verkaufen. Und ja, es ist halt ganz klar, dass natürlich viele Leute, die Angst haben, Geld zu verlieren, jetzt hier rausgespült werden. Was ja auch der Sinn war, ne? Wie wir alle wissen, hatte ich ja schon mal im Video erklärt, dass es immer ganz wichtig ist, dass die Leute, die ja Angst haben und dann auch auf dem Weg hoch schnell rausgehen, dass die sozusagen ausgewaschen werden, damit dann der Weg nach oben leichter gestaltbarer ist oder ja, leichter zu realisieren ist. Denn wenn wir einfach mal gucken, man wirklich einfach mal annimmt, dass, da gehe ich wirklich von aus, dass Puls X auf jeden Fall in Richtung Cent bzw. 10 Cent irgendwann gehen wird, dann haben wir hier schon mal bei einem Zehntel Cent schon mal 2716%, und wenn dieses Projekt auf einen Cent geht, dann haben wir hier einen Gewinn von 27.000%, was natürlich absolut krank ist. Ja, angenommen, der geht auf 6 Cent, kann man das ganze Spiel noch weiterspielen. Dann haben wir hier einen Gewinn von 162.000% hingelegt.
Was auf jeden Fall machbar ist, wenn man das ganze Ding hier langfristig betrachtet und hier einfach ja immer sich zu Augen führt, dass das ganze Projekt wirklich noch extremst jung ist. Ja, also wir haben hier aktuell 1, 2, 3, 4 0-Stellen 3718 und Hex ist auch von 4 bzw. fast 5 0-Stellen auf 50 Cent. Ja, würden wir jetzt hier über 50 Cent reden, dann wird das Ganze nochmal viel krasser. Ja, damit man sich auch bei dieser Zahl mal was vorstellen kann. Also 1000% ist eine Verzehnfachung. Ja, 10.000% ist eine Verhundertfachung. Ja, und 100.000% ist eine Vertausendfachung. Dementsprechend sind 160.000%, ja, ist ein 1612x. Das heißt, wenn du hier, ja, $1000 mal 1612, braucht man eigentlich nicht rechnen. Ne, 1000 mal 1612, zack, sind 1,612 Millionen mit einem $1000 Investment. Langfristig gedacht. Ne? Und das ist halt echt krass, denn ich habe selber so Sachen auch schon mal mitgemacht, beziehungsweise was heißt mitgemacht, ich habe schon ähnliche Prozentzahlen mitgenommen. Jetzt nicht von hier bis zu 6 Cent, aber auf jeden Fall auch schon in einem guten, ja, mehr als 5.000% Gewinn, sagen wir es mal so. Dementsprechend weiß ich, dass es im Kryptomarkt machbar ist und hier auf jeden Fall auch ein Projekt ist, wo verdammt viel hintersteckt. Und das sehen wir, wie gesagt, einfach, wenn man mal guckt hier, ne, wenn man hier schaut, dass eine Blockchain nach einem Monat schon fast hier auf der Größe von Kronos, Avalanche, Optimism, Polygon, Arbitrum, etc. ist. Und vielleicht, ja, was heißt vielleicht, früher oder später hier immer weiter hochwandern wird. Das ist halt einfach krass. So, Pulse Burn ist noch eine Seite, die wollte ich euch zeigen. Die kennen auch schon viele von euch, aber die Leute, die jetzt hier neu sind, noch nicht. Hier seht ihr einmal Pulse, Pulse X, Incentive und Hex, die Coins sozusagen aus dem Ökosystem. Man kann hier gut erkennen, wie viel verbrannt wurde, denn jeder dieser Token, beziehungsweise Pulse X und Pulse, sind beides Token oder Pulse ein Coin, die verbrannt werden, wenn eine Transaktion stattfindet. Bei Pulse X wurde bereits 0,1% verbrannt, bei Pulse 0,06. Was heißt das letztendlich? Na, dass Pulse X einen krasseren Burn-Faktor hat, was auch gut ist, denn davon gibt es nochmal mehr als von Pulse aktuell zumindest. Und ja, langfristig gesehen, Pulse ist auch gerade beim 4, also 0,000938 und hat aber natürlich langfristig gesehen als Coin, der hier hintersteckt, meiner Meinung nach auch sogar das Potenzial, ja, einen deutlich besseren Preis als Pulse X zu bekommen. Ich denke mal, das wird immer bei so einem Ratio von 1 zu 2,5 jetzt auch bleiben. Dann haben wir Incentive, das ist der Token, bei dem man belohnt wird, wenn man hier über Pulse X das Ganze nutzt. Ich zeige euch jetzt dann aber einmal auch, wie man jetzt hier zum Beispiel den Wrapped Bitcoin, Wrapped Pulse, wenn wir hier wieder mal auf Pulse Chain gehen und einfach mal gucken. Ja, wir haben hier alle verschiedenen Handelspaare. Guckt bitte immer aufs Volumen, guckt auf die Liquidität, dass man sich einfach sicher gehen kann, dass das Ganze auch passt. So, denn hier, ne, gibt es halt manche Geschichten, wo man halt einfach merkt, dass das irgendwie so nicht so wirklich stimmen kann, weil da einfach wenig Volumen hintergesteckt ist, beziehungsweise einfach wenig, da sage ich mal, abgeht. So, was ich aber zeigen wollte, war zum Beispiel jetzt hier, wenn wir hier hingehen und diesen Wrapped Bitcoin Wrapped Pulse, das ist die Wrapped Bitcoin Copy, also nicht der Wrapped Bitcoin von Ethereum, das ist das, was geairdroppt wurde. Wenn man diesen kaufen will, und wenn ihr was kaufen wollt, dann bitte immer natürlich Research machen. Ja, dann kann man das hier einfach einfügen. Hat dann hier so eine Möglichkeit, hier einfach drauf zu klicken. Ja, wenn man seinen Token nicht findet, wenn man zum Beispiel mal auf Managed Tokens geht und die dann einfach mal
eliminiert, kann man hier eben per Copy-Paste diesen dann importieren. Klickt hier drauf, sagt, ich verstehe das und sagt importieren und zack, wird es einem angezeigt. Wenn ich den in meiner Metamask noch nicht habe, kann ich hier draufklicken und habe dann hier die Möglichkeit, diesen Token hier hinzuzufügen. So. Möchte ich jetzt hier was tauschen, dann kann ich hier zum Beispiel, wenn ich jetzt, zum Beispiel, sagen wir einfach mal hier, Puls und Puls X tauschen möchte, dann kann ich hier, zum Beispiel 100.000 Puls nehmen, die swappen, drückt dann hier auf Confirm Swap, dann wartet man immer, bis die Metamask hier aufpoppt und man bestätigt das Ganze hier unten. So, kann dann einmal closen, warten und dann sieht man hier auch gleich schon, wie sich das Ganze ändert. Es geht eigentlich ratzfatz, müsste jetzt sofort gemacht werden. So, und genau, da ist es auch schon. Und so könnt ihr dann hier einfach traden. Ihr müsst ja einfach nur die Metamask mit verbinden. Sieht dann erstmal so aus. Dann klickt ihr hier drauf, klickt auf Metamask und zack, seid ihr schon verbunden. Ja, also erstmal muss man das Ganze immer bestätigen in der Wallet. Das ist aber eigentlich ganz selbsterklärend. Und dann kann man hier einfach hin und her schicken, so wie man möchte. Kann sich über Dex Tools, Dex Screener, hier die beiden Geschichten, immer die Contract-Adresse, also die Vertragsadresse holen von dem Token, den man tauschen möchte und hat die Möglichkeit natürlich auch hier noch Liquidität bzw. ja, diese Pools und die Farms zu nutzen, wie ich das auch mache. Das würde ich euch aber empfehlen, das ist wirklich ja dann nochmal Next Level, dementsprechend, da machen wir auch nochmal ein Video drüber, wo ich da nochmal konkret eingehe und genau, wenn ihr also Fragen habt, schreibt mir gerne, man kann sich gerne auch zu zweit hinsetzen und hier helfen bei, dass man hier gut zurechtkommt. Kommentiert, stellt eure Fragen, liked, abonniert den Kanal und schreibt mir, was ich sonst noch für Videos machen soll. Ich freue mich aufs Feedback und wünsche euch erstmal noch einen wunderschönen Tag.